Hallihallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ihr hattet bisher eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Wir waren sehr produktiv von Freitag ab. Mein Mann Igor war im Gartencenter, wie ihr hier sehen könnt. Also im Gartencenter Bayer, das ist in Mannheim. Also wenn ihr nahe Mannheim wohnt, geht da gerne hin. Die haben alles, es ist so schön dort. Wirklich alles, was das Herz begehrt und ja, ganz tolle Sachen. Wir bereiten jetzt auch die ganze Zeit unseren Garten auf den Frühling vor und wenn ihr einen Balkon habt oder so, fangt gerne an, das ist wirklich toll und die haben wirklich alles. Und was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben noch Eier gefärbt, also ich habe Eier gefärbt mit den Kindern. Dann gibt es noch ein leckeres Rezept und am Sonntag habe ich noch mit dem Kobi die Buchstaben geübt. Der wird dieses Jahr 5, also wird sowieso Zeit. Alle unsere Kinder haben früh angefangen. Und also wie ihr hier sehen könnt, da gibt es auch Zeichen für Bienen. Das heißt, es sind bienenfreundliche Pflanzen, die ziehen auch Bienen an. Wir brauchen unsere Bienen für wunderschöne Blumen und leckeren Honig. Also ja, wenn ihr einen Balkon habt, weiß ich nicht, ob man da unbedingt das haben muss, weil man sitzt ja dann auch gerne draußen. Und wenn da dann alles voller Bienen ist, weiß ich nicht, ob das so, also besonders die Allergiker, da müsst ihr halt schon aufpassen. Ja, und wir haben jetzt nicht mehr lange bis Ostern. Da könnt ihr hier auch sehen, dass die auch ganz tolle Ostersachen haben im Gartencenter Bayer. Und also wirklich ganz tolle Eindrücke. Die haben viel geliefert bekommen jetzt die letzten Wochen. Farbe hier rein. 3 rohe Eier mit einem Löffel in das Farbglas legen. Eier. So, Kobi, komm mal hier, mein Schatz. Mama, die sind gar nicht mal kaputt. Nee. Elli, du kannst dann bitte eine Farbe aber ohne, nicht vom Fett gekocht. 3 rohe Eier mit einem Löffel in der eine Farbe aussuchen. Mama, Die Haley. Achso, okay, das. Okay, schneidest du das auf? Und der Kobi macht das da rein? Jenny, du kriegst 3 Eier. 3 rohe Eier. Nein! Aber nur eine Farbe hier reinmachen. Ja, Mama, ganz hier auf Ja, genau. Ein Tropfen, ne? Hier einfach. Los! An die Farbe. Hey, los! Vorsicht, diesen Die Roh. Farbe, ganze Farbe, gell? Ja, ganze Farbe, nur einmal verwenden. Ja. Ich mach Steht da, ne? Hier. Mama hat jetzt Kobi. Sehr gut, Schatz. Ja. Ja, machen. Ja, voll richtig. Ja, da seht ihr, wie wir da die Eier färben. Also wir haben die Eierfarbe, ich weiß nicht, wo mein Mann die gekauft hat. Ich glaube, die waren im Lidl. Wir haben 2 verschiedene Packungen gekauft. Die eine ist die schnellere Variante und die andere die, ich sag mal, Normalstellen-Variante. Die schnelle Variante ist, wie ihr sehen könnt, dass man die in eine Tüte reinmacht. Die Tüten waren schon in der Packung dabei, weil es sind 3 Farben, also Farbkartuschen, Sachets, ja, Farbsachets, so heißt die. Farbsachets, die dabei waren, die füllt ihr auf mit 300 Milliliter warmem Wasser, dann macht ihr ein Farbsachet auf und füllt es da auf und das Wasser und die rohen Eier kommen in die Tüten rein und dann in den kochenden, also einen Topf mit kochendem Wasser und da drin kochen die dann mit der Farbe. Und die andere Variante haben wir die normale gemacht mit jeweils, glaube ich, ja auch 3 Farbsachets, die dabei waren und 3 Tassen habe ich die aufgefüllt mit 200 Milliliter kaltem Wasser und 1 Esslöffel Essig in der jeweiligen Tasse und da dann schon die gekochten Eier rein.
die Kinder mochten die zweite Variante besser. Die sagen, ja, die wollen lieber zusammen sitzen am Tisch und das dann gemütlich machen. Und das finden die einfach besser, weil so musst du immer aufpassen und gucken und immer stehen in der Küche, dass dann alles gemacht wird, was ich natürlich verstehen kann. Und ja, aber alle 3 Kinder, selbst der Große, der hat da noch sehr viel Spaß dran. Ich bin auch froh darüber, dass er dann doch nicht so schnell groß wird. Ja, es ist Geburtstagswoche, der wird auch diese Woche 14 schon, leider. Zeit vergeht so schnell. Naja, auf jeden Fall, ja, wir hatten alle da immer sehr viel Spaß und die Kinder, das ist ja die Hauptsache, dass die da so viel Spaß dran haben. Kobi. Achso, das weiß ich. Papa nehmen und auf Küchen-Story. Nimm lieber kleine schon. Mama. Weil die eben da nicht so. Aber so. Mama, guck mal. Ja, vielleicht so. Jetzt können wir sie vor uns hinlegen. Leg sie vor dich hin und nimm das nächste Ei einfach. So geht's zum Beispiel. Und das nee. Wo sollen wir Ja, das dann mach hin? das ab. Wo sollen wir das Ne, das hin? klebt immer. Wo sollen wir das hin? Da drauf, fertig. Das kannst du jetzt wegwerfen. Dann packt man das voll mit Pappmaché. Nicht so draufdrücken, dann geht's Eier. Ja. Das ist kaputt gemacht. Jetzt geht gar nichts mehr. Nicht so draufdrücken? Ja, so ist toll. Super. Ist noch ein kleines Ei Großes. oder ein großes Ei? Da. Ja. Und da kannst du es drauf. Nee, nicht bei dir. Nee. Ich halte dir das ab. Halt schon. Was denn? Jetzt. Jetzt? Den Widerstand gemerkt. So. Gobi, was machst du da? Wenn es noch was Ja, guck mal. ist, fertig, ne? Das ist schön glänzend. Was das du machst, Achtung. Und schon. Super. Toll, mein Schatz. Das macht mir sehr viel Spaß. Ne? Wow. Das hört man doch so gern. Das ist schön. Hallo Leute, beim Garten Bayer und kaufe ein bisschen Gemüse ein, Tomaten, Paprika in verschiedenen Variationen, grüne, gelbe, rote. Die Kinder stehen total auf gelb und rot. Dann habe ich noch Tomaten geholt, Fleischtomaten, was war das noch? Herzfeuer und Cocktailtomaten. Die Cocktailtomaten sind perfekt für die Kinder natürlich. Ja, die Cocktailtomaten sind natürlich perfekt für die Kinder. Schön mundgerecht, klein, schnell zack, zack im Garten ausgewaschen oder gerade sauber gemacht, zack in den Mund reingeworfen. Natürlich perfekt, vor allem für den Kleinen bei uns, der Jüngste. Der schmeißt ja andauernd rein. Also das ist wirklich, also Cocktailtomaten müssten bei uns unbedingt sein. Ja, und dann habe ich noch Gurken geholt und was war noch? Zucchini habe ich schon geholt. Das esse ich und meine Frau sehr, sehr gerne. Zucchini im Grill mit Schafskäse oder einfach in Streifchen schneiden, grillen, braten. Also top. Das ist wirklich 1A. Ja, und die Gurken sind einige Gurken, die holen wir immer, weil die sind sehr, sehr knackig. Also die sind sehr, sehr lecker. Und viel, viel geschmackvoller als die normalen Gurken. Ja, und die sind genauso dann handgerecht, weil die ja ungefähr so 12, 13 cm sind, teilweise 15, können die auch schön waschen und direkt einfach wie eine kleine Karotte essen. Ja, und das Ganze lasse ich jetzt bis Mitte Mai ungefähr drinnen. Im Haus stelle ich am besten an die Fensterbank, da können die schön ein bisschen wachsen. Deswegen kaufe ich die so zeitig. Ja, und bis dahin sind die ordentlich gewachsen und muss man die auspflanzen, deswegen kaufe ich die immer vorher schon. Weil da sind die schon ordentliche Größe und sie bekommen das natürlich auch viel, viel früher, als wenn man die jetzt zu spät kauft. Deswegen kaufe ich die echt immer sehr früh. Also Anfang April kaufe ich die Sachen immer. Ja, und bis dahin ist es schon groß gewachsen und natürlich profitieren wir davon und ernten wir das Ganze viel, viel früher als normalerweise. Von daher, also finde ich es eigentlich sehr, sehr gut. Das riecht ja Lemonminze.
Boah, lecker. Schokominze. Boah. Also hier habe ich jetzt geholt, hier sind dann die gelben Paprikas, die grüne und die roten Paprika. Und das auch noch. Dann habe ich hier was ist das? Einlegegurken, Zucchini und 3 Tomatenpflanzen. Einmal ist es hier Fleischtomaten. Dann haben wir hier Harzfeuer und die Cocktailtomaten. So, ich glaube, ich bin fertig. Meine Frau wartet schon auf mich im Mittagessen. Dann mache ich jetzt mal einen Weg. Dann gehe ich jetzt Richtung Kasse. Ja, und hier sind unsere fertigen Ostereier. Und? Jawohl! Komm und weiter. Aber nicht die Mama, bitte. Montagmorgen auf dem Weg zum Kindergarten, da wollte er Pfützen jagen gehen und mit der richtigen Ausrüstung kann man die Kinder immer gerne Pfützen jagen lassen. Das lieben die über alles und das haben wir immer bei allen Kindern gemacht, also jetzt bei Jamie und Hailey und jetzt ist natürlich der Kobe dran und ja, also da hat er sich gefreut wie ein Apfel und ein Ei. Ja, und ja, einfach sein Strahlen zu sehen und generell, wenn Kinder sowas dürfen, was die im Normalfall nicht dürfen, das ist doch dann immer was Schönes. Ja, und hier habe ich Wedges gemacht. Ich habe einfach die Kartoffeln in Spalten geschnitten und die mit Bratkartoffel gewürzt, das ist glaube ich auch vom Lidl, und habe die da in Olivenöl und habe das dann gemischt und dann für 40 Minuten in den Ofen rein auf 200 Grad Umluft und ja genau, und da waren die schön knusprig und durch und dann haben wir noch Fried Chicken gemacht. Die waren eingelegt in Buttermilch und da kam noch Knoblauch, gemahlener Knoblauch rein, Gewürze und Chili-Pulver war drin und Salz, Pfeffer und genau, also wir hatten kein Buttermilch, wir haben Kefir benutzt, aber ja, könnt ihr euch aussuchen, ob Kefir oder Buttermilch. Dann wurde das in Mehl gewälzt, das war dann auch nochmal gewürzt und in Öl frittiert, schön abgetropft und die waren so knusprig. Und im Mehl kam noch Stärke mit rein. Genau, und das hat es dann schön knusprig gemacht. Das war ein neues Rezept, den hat mein Sohn entdeckt, also wollte er unbedingt die Chicken machen. Und ja, die war auch sehr lecker, nur ich bevorzuge es noch in Cornflakes zu wälzen. Das macht die dann auch schön knusprig. Und ja, dann habe ich noch Mexican-Style Gemüsemix gekocht und habe die in Bechamelsoße einfach gemacht. Und dazu habe ich einfach die Flüssigkeit genommen, wo sie in der Dose schon lagen. Also Buttermehl, die Flüssigkeit aus der Dose. Dann habe ich das Gemüse mit rein, schön mit rein in die Mehlschwitze und habe das dann ja mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker noch mit rein. Und ja, und gleich sieht er, wie die Hailey noch die Sonntagsbrötchen aufmacht.
Und die haben wir dann auch in den Ninja Foodie rein für ungefähr 12 Minuten auf Bake gemacht. Das sind in der Regel 190 Grad. Ja, und das war dann auch unser Essen. Ach so, hier. Die beste am besten zu sehen, ob wenn die Hähnchen fertig sind, ist, Habe ich wenn falsch du, drauf gemacht? wenn du so ein Thermometer reinsteckst in 10 und das zeigt dir an 160 Fahrenheit. Du musst doch ein guter Marker sein. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ah! Jetzt mach ich gleich Sport. Ich habe schon wieder erschreckt. Willst du aufdrehen? So, das Essen war auch super lecker. Hat uns allen sehr gut geschmeckt. Ihr werdet auch gleich sehen, wie es aussah. Und am Sonntag habe ich mich dann darauf konzentriert, dass der Kobi dann auch etwas Gehirnfutter bekommt. Ja, also wir sind fast am Ende. Ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Bitte, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt es einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und teilt. Und teilt das Video. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, ich wünsche euch was. Bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin, eure Jessica. Blitz. Und was fängt mit... Warte. Ich warte. Mahlzeit. Ich mal kurz dieser Stift haben. Ja, kannst du. Und was fängt mit Schüssel? Schüssel. Ja, das sind so Umgangsbuchstaben. Warte, Madame. Das ist eine Ich versuch mal mit... eins. Genau, sehr gut. Ja. Versuch mal mit C. Ne, das ist ein falsch rum. Ein C falsch rum, aber das ist schlecht. Oh, Aber Warte. die Schüssel macht mit warte. ein S. Kannst du ein S schreiben? Mach mal ein S. Warte, oder wie sowas? Achtung. Augen zu. Ich lass dich überraschen. Überrasch mich. Fertig? Ja? Was ist das hier für ein Tier? Ist das ein Tier? Das sieht aus wie ein Notenschlüssel. Wie eine Note. Nee. Oh, ist das ein Dinosaurier? Mit dem langen Hals? Ein Brontosaurus? Ist das der mit dem langen Hals? Ja, mit so ein, dass der so solche Blättern ist. Ja, genau, der ist Blätter. Sehr gut. Ja, das war ein Pflanzenfresser.
Und ich habe noch solche Füße gemacht. Und mit welchem Buchstaben fängt der Brontosaurus an? Bo. B. Zeig mal, wo ist das B? Weißt du, wo das B ist? Ja, sehr Und gut. das ist A. Da ist es A. Das.